Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine weitere schicke kleine Blackhawk UH60L für euch und zwar den Nachfolger der K160 hier im Hintergrund. Ein Video dazu habe ich ja schon gemacht, das könnt ihr euch hier anschauen. Diese Version hat jetzt die Bezeichnung K270 und ist im Grunde komplett identisch, außer dass wir jetzt bei der Version einen Höhensensor verbaut haben. Ob der dafür sorgt, dass die Blackhawk besser fliegt als der Vorgänger, finden wir hier in diesem Video heraus. Und da ja bald Weihnachten ist, darf ich auch wieder eine K270 an euch verlosen. Wie ihr da teilnehmen könnt, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Übrigens habe ich in der Videobeschreibung auch immer Kapitel angelegt. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr auch direkt zu Kapiteln springen, falls ihr mal einen Teil überspringen wollt. Denn vieles ist ja bei den kleinen Helis oftmals identisch, aber das nur mal als Hinweis. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Dann zeige ich euch auch mal bei der Version, was alles mitgeliefert wird. Dazu machen wir natürlich auch den Karton erstmal wieder auf. Da haben wir dann als allererstes auch wieder hier so ein flexibles Landepad, ist wie so ein Mauspad zum Beispiel, das ist immer mit dabei. Dann haben wir als nächstes natürlich eine Bedienungsanleitung hier in Englisch und Chinesisch. Dann müssen wir einmal hier die Folie aufmachen. Dann haben wir auch hier als nächstes wieder dabei diesen Ständer. Da können wir dann die Blackhawk einmal drauf drapieren und zum Beispiel in ein Regal stellen. Dann haben wir bei mir als nächstes den LiPo-Akku und zwar ein 1S 800 mAh. Ich habe jetzt in meiner Version 2 dabei, einer ist nämlich noch hier in der Blackhawk versteckt. Dann haben wir als nächstes ein Zubehörtütchen. Hier drin befindet sich dann Ersatzrotorblätter, ein Ersatz-Heckrotorblatt, etwas Werkzeug und ein Ersatz-Hauptzahnrad. Dann haben wir als nächstes eine weitere Tüte. Hier drin befindet sich das USB-Ladekabel für die 2 LiPo-Akkus. Dann haben wir als nächstes natürlich wieder die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Hier wieder mit den 2 federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und dann haben wir am Ende natürlich auch hier diese schicke Blackhawk dabei und die zeige ich euch jetzt mal als nächstes wieder etwas genauer. Ja, hier haben wir jetzt mal die K270 vor uns. Optisch, bis auf die Lackierung natürlich, ist sie komplett identisch zu der Version von Amevi hier rechts und auch der K160 hier links. Wir haben hier wieder sehr viele Nieten verbaut, wir haben hier wieder überall Griffe und kleine Antennen, also optisch wieder wirklich ein Highlight. Finde ich auch in der weißen Lackierung jetzt hier fast komplett weiß, fast noch am schönsten von allen 3 Versionen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Version ihr von den 3 jetzt hier am schönsten findet. Technisch ist sie eigentlich auch soweit identisch, bis auf eingangs erwähnt, hat der hier jetzt noch einen Höhensensor verbaut und der K270 hat auch einen barometrischen Höhensensor verbaut. Technisch ansonsten komplett identisch. Wir haben hier auch wieder einen Brushless-Motor für den Hauptantrieb und einen Bürstenmotor für den Heckantrieb. Wir haben hier oben noch eine kleine Status-LED und oben am Heck haben wir noch eine rote LED. Das war es dann an Beleuchtung. Wir haben hier vorne natürlich auch wieder den Akku. Da müssen wir dann die Haube wieder abmachen. Die kann man hier einfach so abklipsen. Da sitzt dann zum Beispiel auch mein zweiter Akku drin, der bei mir mitgeliefert wurde. Denn die Version gibt es auch wieder mit einem, 2 oder 3 Akkus. Ansonsten, wie gesagt, ist das eigentlich alles komplett identisch. Deswegen würde ich sagen, gehe ich gar nicht mehr so detailliert hier auf die ganzen Details ein. Ich zeige euch jetzt als nächstes erstmal wieder ein paar schöne Drehtelleraufnahmen. Da könnt ihr dann auch die ganzen Details nochmal sehen. Und danach gehen wir draußen fliegen. Das Wetter ist jetzt nicht so besonders, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt einen Flug zusammenkriegen. Aber ich gehe mal von aus. Deswegen viel Spaß jetzt bei den Drehtelleraufnahmen und dann bei dem Flug. Bis gleich. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung dabei. Sie liegt aber auch wieder gut in der Hand und ist vom Gewicht ganz angenehm, auch wenn hier erstaunlicherweise gleich 6 AA-Batterien reinkommen. Das Batteriefach ist natürlich auch wieder hier unten auf der Rückseite. Die Knüppel sind auch wieder alle federbelastet aufgrund der automatischen Start- und Landefunktion. Und die Knüppelaggregate bestehen aus Kunststoff, die Knüppel selber aber aus Aluminium und lassen sich auch in der Höhe etwas verstellen. Hier in der Mitte haben wir dann den Ein-Ausschalter, darüber eine kleine Aufhängeöse. Und hier oben haben wir noch die Status-LED. Um die Knüppelaggregate sind auch hier wieder die Trimtasten angebracht. Der Sender kann auch wieder in Mode 2 oder Mode 1 betrieben werden. Dazu einfach während dem Einschalten den linken unteren Trimtaster nach rechts gedrückt halten und dann den Heli entweder mit dem linken Stick für Mode 2 oder dem rechten Stick für Mode 1 binden. Die Einstellung wird dann auch weiterhin gespeichert, dass man es danach nicht jedes Mal umstellen muss.
Dann haben wir hier oben noch 4 Taster, von denen aber nur die beiden äußeren eine Funktion haben. Und zwar der linke Taster ist zum Umstellen der Taumelscheibenausschläge zuständig. Der rechte Taster ist für die automatische Start- und Landefunktion zuständig. Wenn wir den Knopf im Stand bei drehendem Motor drücken, startet der Heli von alleine. Und wenn der Knopf im Flug gedrückt wird, dann geht der Heli auch wieder von alleine runter, landet und stellt dann auch selbstständig den Motor ab. Da muss man natürlich aufpassen, dass der Landeplatz frei ist, sonst könnte es hier zum Crash kommen. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne. Einen Griff haben wir hier nicht, aber dafür 2 Füße, mit denen wir die Fernsteuerung auch hinstellen können. Vor dem ersten Flug lohnt es sich auf jeden Fall mal, den Heli auf gerader Fläche zu kalibrieren. Dazu muss man den Heli einmal anschalten und den Sender einmal anschalten und dann beide Steuerknüppel nach rechts unten halten. Dann piept der Sender, die LED am Heli, die blinkt ganz wild und wenn das aufhört, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Das könnt ihr auch ausführen, wenn der Heli mal schief fliegen sollte. Dann müsst ihr auch einmal kalibrieren, dann sollte das Problem wieder behoben sein.
Am Ende natürlich auch hier ein kurzes Fazit. Optisch finde ich die Blackhawks wieder sehr cool. Für die Größe haben die echt schon viele Details dran. Und auch von der Lackierung her ist sie sauber gemacht. Und die neue Version gefällt mir auch wirklich richtig gut. Man darf auch nicht vergessen, dass die Blackhawk unter 100 bzw. sogar unter 80 Euro kostet. Also ein wirklich richtig günstiger Einsteiger-Heli. Fliegerisch muss ich allerdings wieder sagen, fliegt sie zwar auch stabil, aber für meinen Geschmack etwas zurückhaft. Und sie ist nicht so schön sauber zu fliegen wie andere Modelle in dieser Größe. Was mir auch aufgefallen ist, dass sie manchmal dazu neigt, plötzlich Geschwindigkeit aufzunehmen. Gerade in Linkskurven hatte ich das Gefühl, dass sie auf einmal richtig schnell wird, obwohl man gar nicht so viel Nick gegeben hat. Auch das starke Einrasten, wenn man die Sticks mal etwas schneller loslässt, sieht im Flug nicht ganz so schön aus. Aber ansonsten fliegt sie schon sehr stabil und drohte auch nie abzustürzen oder so. Auch die automatische Start- und Landefunktion klappte hier einwandfrei. Bei dem Höhensensor, der verbaut ist, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob man den wirklich benötigt. Sicherlich trägt er zum Höherhalten beim Schweben bei, aber im Kurvenflug ist er dann auch nicht mehr allzu wichtig, da man beim richtigen Kurvenfliegen ja auch darauf achten muss, dass man keine Steuereingabe nach unten macht, denn dann hält der Höhensensor die Höhe auch nicht mehr. Also muss man beim Höhensensor auch die Kurven richtig sauber fliegen können. Aber zum Schweben üben oder leichten Kurvenfliegen, wenn man Anfänger ist, schadet er wahrscheinlich auch nicht. Wie anfangs schon erwähnt, könnt ihr auch eine Blackhawk gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur dieses Video hier kommentieren. Was genau und wie lange die Verlosung läuft, findet ihr ganz unten in der Videobeschreibung. Etwas höher findet ihr natürlich auch wieder den Link zur Blackhawk und einen Rabattcode für euch. Da bekommt ihr die Blackhawk nochmal etwas günstiger. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, Abo und Glocke nicht vergessen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.